Guck mal, da ist eine Eischale auf der Nase. So krass, du hast so mehrere Abteile hier einfach für differenzierte Tierarten. Oh, das haben wir ganz selten. Guck mal genau hin. Genau. Oh, das ist ja der Hammer. Oh. Die Reptilien wollen Sonne und Licht und Luft haben. Und damit rammen sich die Kontrahenten, wenn sie um ein Weibchen kämpfen. Für mich spektakulär. Ist ein tagaktives Tier, weil dann fangen die ersten an, da gegen die Tür zu ballern. Die wollen dann raus, wenn die Sonnenstrahlen kommen und dann machst du den Schieber hoch und dann rennen die alle raus. Und dann hast du das Gefühl, ja, wir sind glücklich, sie freuen sich, die neue Saison beginnt. Und das Beste kommt ja jetzt erst, weil ihr könnt so ein Ding gewinnen. Naydrop. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen fantastischen Video auf diesem Kanal. Das ist der Olli und der Olli hat sowas von Plan von Reptilien und das werden wir schamlos ausnutzen heute. Wir werden ein Außenterrarium einrichten. Wir werden Tiere hinzufügen, die, glaube ich, die meisten da draußen noch nicht so oft gesehen haben. Mit Sicherheit, ja. Also es ist doch ein bisschen was Selteneres, was in unseren Fähren gut gedeihen kann im Sommer und Frühjahr, auch im Herbst, bis spät in den Herbst sogar rein, verträgt sehr viel Kälte. Also ein Terrassenreptil quasi. Ja, so ein bisschen. Als allererstes würde ich aber gerne mal kurz einen Blick nach draußen werfen, weil du hast hier eine riesige Außenanlage mit Viechern, wo das Auge hinblicken kann. Das ist sehr, sehr krass, von daher, wir gehen mal bitte kurz raus. So, okay, das ist einmal Freilandbereich. Das ist für die Schildkröten, aber die Saison geht jetzt langsam zu Ende. Und die sind das ganze Jahr hier draußen? Die sind das ganze Jahr hier draußen. Die fangen jetzt dann irgendwann im Oktober eigentlich immer an, sich einzugraben. Dann graben wir sie wieder aus und dann kommen sie ins Gewächshaus. Am schönen ist dann jetzt wieder nach dem Winter, da freust du dich ja auf den April. Ja. Weil dann fangen die ersten an, da gegen die Tür zu ballern. Die wollen dann raus, wenn die Sonnenstrahlen kommen und dann machst du den Schieber hoch und dann rennen die alle raus. Und dann hast du das Gefühl, ja, sie sind glücklich, sie freuen sich, die neue Saison beginnt. Ne? Wie viel sind jetzt hier drin? 23. 23 Stück. Das ist so der Eierflakenhügel. Das machen wir dann mal nächstes Jahr. Ja, gerne. Auf alle Fälle. Da rufe ich dich dann mal rechtzeitig an, weil du merkst es von der Wetterlage her, wenn die unruhig werden, die Weibchen Mai, Juni, wenn auch ein bisschen Gewitter in der Luft liegt, meistens Spätnachmittag fangen sie dann hier an zu graben und legen ihre Eier. Was ist das für eine Art jetzt genau? Das ist Testudo hermanni böttgeri, die sogenannte Ostrasse oder ja, Volksmund nennt die Griechenland-Schildkröte. Das kenne ich. Wir unterscheiden ja in Ostrasse, wie die Böttgeri, und dann gibt es die Westrasse, Italien, Spanien, das ist die hermanni. So krass, du hast so mehrere Abteile hier einfach für differenzierte Tierarten. Ja. Hier geht es ja gerade weiter. Okay. Das ist unsere Südafrika-Abteilung. Das ist Schesina angulata. Das ist eine Schnabelbrustschildkröte. Ja, kann relativ lange draußen bleiben, sogar fast bis zum ersten Nachtfrost. Erst dann hole ich sie rein. Und das Witzige ist, wo ist der Papa? Schnabelbrustschildkröte deswegen. Ach krass. Und damit rammen sich die Kontrahenten, wenn sie um ein Weibchen kämpfen das und versuchen sich da umzuschmeißen. Ne? Das haben nur die Männchen quasi. Genau. Und das ist eine Tochter, aber auch schon 12 Jahre alt, die Tochter. Die Weibchen haben das auch, aber halt nicht so ausgeprägt wie die Männer. Ne? Ich verstehe. Leider ist die Vermehrungsrate da ganz, ganz gering. Wenn du da Glück hast, hast du mal ein Ei oder 2 Eier pro Jahr. Das sieht Hammer aus. Ich bin gespannt, was drin ist. Ja, so ein bisschen europäisches Freigehege. Ich habe 2 Schildkröten. Oh, das haben wir ganz selten. Guck mal genau hin. Genau. Oh. Vor allen Dingen die vordere auch. Das ist Lacerta agilis. Das ist eine Zauneidechse, die leben halt hier drin. Und die vermehren sich auch hier drin. Von alleine. Ist das die gleiche Art, auch wenn eine braun ist und eine grün? Nein, hinten, das ist ein Smaragdeidechsenweibchen und ich habe hier 3 Zauneidechsen. Und das ist nicht oft, dass man so welche sieht, weil sie dann doch eher scheu sind. Aber jetzt genießen sie die letzten Tage der Sonne. Und jetzt haben wir sogar... Ja, perfekt. Ja, ansonsten sitzen hier noch 2 Testudo hermanni drin. Das ist die Westrasse. Ja. Und die bleibt deutlich kleiner, also die ist uralt und ausgewachsen. Und der Mann, wie man vielleicht sehen, der ist noch kleiner. Die hat jetzt irgendeine Schnecke gerade gefressen, weil sie da so ein bisschen Schleim hat. Aha.
Aber es ist so schön aufgebaut. Also ich habe tatsächlich irgendwann, wenn ich ein eigenes Haus habe, auch überlegt, mal so einen abgetrennten Bereich zu machen. Das ist ja einfach mit... Oben ist Plexi, das ist nur dieser Rand, weil ich habe hier Salamander und Bergmolche. Ach ja, in dem Tümpel. Ja, überall halt, ne? Die Oh, laufen überall rum. mega. Wenn halt morgens der Tau ist, dann schaffen die es, sich hier hochzuschieben. Ja. Und damit die halt nicht drüber kommen, deswegen ist dieser Überrand hier. Und dann fallen die wieder runter. Ja, okay. Das ist Plexiglas, das ist Glas und das ist Plexiglas. Wie gesagt, es sind Bergmolche drin, die sich auch regelmäßig jedes Jahr hier recht gut vermehren. Es sind Salamander drin, es sind Gelbbauunken drin. Ich dachte, Gelbbauchunken ist schwierig in deutschen Wetterverhältnissen. Nee, es geht, weil einmal ist dieses Teil hier durch das Glas doch recht geschützt, was ein bisschen Wind angeht. Hier unten merkst du schon, dass es etwas wärmer ist. Wir haben hier direkt Süd, das heißt also, wir haben eine sehr schöne Sonneneinstrahlung. Da hinten der Tümpel, der wird dann auch immer ein bisschen wärmer. Das Wasser heizt sich ein bisschen auf und das mögen die ja. Ne? Oh, mega. Und hier in dem Holzgerümpel sind so ein bisschen dann die Eidechsen wahrscheinlich primär, oder? Auch die Salamander ganz unten drin. Ich habe hier, also einmal unter den Holzgerümpel, ja, Altholzhaufen, da ist unten drunter ein Schacht. Der ist 1 Meter tief. Das ist ein Drainagefass, was wir eingegraben haben. Das ist voll mit Styrodur und Tonscherben, haben wir das geschichtet. Und dann sind 3 Eingänge da mit Rohren. Und da gehen tatsächlich Salamander, Molche und auch die Eidechsen rein zu überwintern. Oder halt, wenn es zu warm wird im Sommer, gehen sie da rein, weil da ist feucht und kühl. Und der Vorteil ist halt, weil das machen nicht viele, wir nehmen dann irgendwie Laub und Äste, kleine Äste. Aber das sackt dir ganz schnell zusammen, weil es verfault. Und dann hast du unten so eine feste Erde im Prinzip. Und das ist nicht mehr locker, dass die zwischendrin, die Reptilien wollen Sonne und Licht und Luft haben. Zufüttern tun wir auch, aber relativ wenig. Also ihr schmeißt mal ein paar Heimchen rein und sowas. Okay. Man sieht es ja, das ist eigentlich wie draußen, ne? Holz, was verfault, sind Unmengen an Insekten drin. Richtiger kleiner künstlicher Wald einfach. Also hier kann ich dir auch was zeigen. Jawohl! Schon mal hier rein. Oh! Boah, da sind ja ganz viele. Das sind Feuersalamander, wie man sie kennt, oder? Ja, ne? Das ist ein Leucistis, orange-rot. Und das ist halt High Yellow, ne? Also mit sehr, sehr viel Gelb. Das ist schon ja, so eine spezielle Zuchtauslese. Und die hast du im Aquarium im Garten? Richtig. Hier kommt halt so gut wie keine Sonne hin. Maximal abends so ein bisschen, dass mal was hier reinscheint. Morgens mal ein bisschen. Ansonsten ist ja hier auch die Büsche davor. Die vermehren sich hier drin und im Winter müssen sie rein. Das ist so cool, was man alles machen kann zu Hause im Garten. Liebe ich ja. Okay, warte, ich übernehme mal kurz. Oh, das ist ja der Hammer. Das ist griechische Landschildkröte, wahrscheinlich alles von diesem Jahr, ne? Richtig. Oh nein, da hinten liegt einer auf dem... wir müssen ihm helfen. Das passiert ab und zu. Das ist nicht schlimm. Hier habe ich unsere 3 Arten, die wir halt auch pflegen und halten. Das ist einmal die Böttgere, die Ostrasse, haben wir schon erzählt. Dann die Westrasse, Hermanni. Und Marginata haben wir auch noch. Das ist die Breitrandschildkröte. Das ist die Marginata. Die erkennt man, die sind ein bisschen größer. Das ist hier alles Böttgere. Hermanni sehe ich jetzt leider keine. Aber gut, die fangen auch schon an, sich einzubuddeln teilweise. Die gehen alle pennen langsam. Das ist eine Hermanni. Vielleicht für den Laien ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber das ist typisch Hermanni, wie die aussieht. Und das ist alles Nachzucht dieses Jahr. Ne? Das schlüpft meistens so Ende Juli geht's los. Bis jetzt in den September rein schlüpfen die bei uns. Winzig. Überall so Schildkröten. Überall liegen einfach Schildkröten rum. Es schlüpft noch was. Es ist dieses Jahr ja alles sehr, sehr, sehr spät durch das schlechtes Frühjahr und der schlechte Sommer. Aber tatsächlich, schau, eine kleine Marginata, ganz frisch. Wie alt ist die jetzt? Naja, die ist heute Nacht geschlüpft. Und hier, schau mal hier guckt einer raus. Die zwängt sich jetzt noch aus dem Ei raus. Oh nein! Hallo, guten Tag. Schön, dass du da bist. Das ist auch eine Marginata. Manchmal hilft mir da so ein bisschen, weil das trocknet dann doch an und dann kann man so ein bisschen die Eischale aufbrechen und dann hat es ein bisschen leichter. Ganz vorsichtig und jetzt kann sie dann alleine raus. Den Rest schafft die schon. Hier guckt auch noch jemand raus. Oh, guck mal, da ist eine Eischale auf der Nase. So, jetzt kannst du besser gucken.
Das ist so ein richtiger Inkubator, ne? Dass die Temperatur konstant bleibt. Genau, ganz einfach, aber die Schildkröten draußen, die Europäer, die sind da relativ anspruchslos. Ganz einfach ein bisschen Sand, ein bisschen feucht halten, Temperaturen. Ich habe so 31 Grad, weil ich versuche schon, dass wir ein paar Weibchen haben. Ja, die lässt man noch ein bisschen entspannen und hat das schön warm. So, jetzt geht's einmal los mit unserem kleinen Projekt heute. Ganz kurz, was ist das für eine Art von Terrarium? Ja, ein Gase-Terrarium. Das heißt also, es ist eine ganz feine Drahtgase, wo halt sehr, sehr viel Luft durchkommt, aber auch Licht und Sonne, was sehr wichtig ist. Wichtig ist auch noch, dass es ein bisschen stabil ist, dass halt Tiere nicht entfleuchen können. Gut, wir haben jetzt diesmal kleine Geckos, die können da nicht mit ihren Krallen rummachen oder sonst was. Aber es geht auch darum, dass keine Nagetiere sich irgendwie durchbeißen von außen oder Katzen da was machen können. Das sollte schon recht sicher sein. Also du hast vorne eine Glasscheibe. Glasscheibe. Und das war's. Also Genau, sonst hast du das überall war's. diese Drähte. Der Boden ist auch ganz einfach, ist ein Plastikdeckel. Das wird relativ spartanisch eingerichtet für die Jungs. Wir haben ja noch gar nicht gesagt, was. Stimmt. Doch, wir haben gesagt Gecko. Wir haben gesagt Gecko, aber Gecko. mehr wisst ihr nicht. Wir müssen erstmal entlüften, das Geheimnis. Also das ist ein Neuseeland-Gecko. Ja. Hier sind sie drin. So wie es gehört, von einem befreundeten Züchter, der diese Tiere schon seit mehreren Jahren nachzieht. Was eine Farbe, das ist der Wahnsinn. Es ist gigantisch. Ja, also das ist ein Nautilus Grey, ein Neuseeland-Gecko. Für mich spektakulär. Ist ein tagaktives Tier. Ist halt ein Insektenfresser hauptsächlich. Ab und zu auch mal so ein bisschen Brei oder sowas, wenn man ein bisschen Obstbrei hat. Sowas, da schlattern die auch mal ganz gern rum. Ne? Aber ansonsten Kennt man ja von Taggeckos, ne? von Taggeckos, diese Tassen, die dann immer schnabulieren. Genau, Ja, ja. so ein bisschen Bananenbrei oder irgend sowas wollen. Ne? Nicht zu häufig. Das sind jetzt Nachzuchten von Ende letzten Jahres. Toll ist auch, ja, lebendgebärend. Oh. Also das Okay. Weibchen setzt meistens in der Spätherbst-Winterzeit 1 bis 2 Junge ab, die dann halt während des Schlüpfvorgangs oder beim Rauspressen platzt die Eihülle auf Okay, und das Junge kommt raus, ist voll lebensfähig, also man muss keine Eier inkubieren, ausbrüten oder sowas. Und die finden genügend Platz in, wie groß ist das? Das sind Das so ist 66 schon, 42, 46, 46. Okay. In der Größe auf alle Fälle. Später, also sie werden nochmal vielleicht so 4-5 cm etwas größer und dann würde ich nochmal einen etwas größeren Behälter nehmen, der vielleicht 80 hoch ist. Man kann die gut pärchenweise halten, bei denen kein Problem, oder auch einzeln. Große Gruppen würde ich dann nicht empfehlen, aber so ist es top. Dann würde ich sagen, richten wir mal das Becken für die ein. Genau. Ich habe hier ja so eine Thuja. Eine kleine Tanne. Genau, eine kleine Tanne. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Passt von der Farbe her, ist für uns winterhart. Das heißt, ich kann das Terrarium dann auch im Winter draußen stehen lassen. Die verträgt halt Kälte, sie verträgt Wärme. Der Sonne. Neuseeland ist ja so unsere Klimazone grob. So grob unsere Klimazone. Also wie gesagt, es ist kein Problem im Winter da auch mal runter nachts an die 5 Grad oder sowas. Das halten die aus. Ne? Und Super. wie gesagt, das brauchen die. Bodengrund habe ich nur, dass der Boden so ein bisschen was hat. Ein bisschen feinen Mulch, den wir jetzt hier einfach reinmachen. Rindenmulch kann man auch. Ja, Kokoserde kann man nehmen. Also gibt es Pinienborke kann man nehmen. Man kann es natürlich auch höher machen, wenn man Pflanzen direkt einpflanzen möchte. Das kann man natürlich auch. Aber das ist ja im Prinzip nur so ein Übergangsterrarium, wo die Tiere draußen sein sollen, heranwachsen können. Und was ich aber auch schnell ausräumen kann, wegnehmen kann. Und da geht es jetzt einfach nur drin, dass da am Boden ein bisschen was drin ist, was dann halt auch mal saugt, wenn die Kot absetzen, Urin absetzen und dann saugt es das ein bisschen auf. Oder wenn ich mit der Gießkanne, da bin ich natürlich total brutal draußen auf der Terrasse, da kann ich einfach so mit der Gießkanne drüber gießen. Ja. Ne? Und dann haben die einen simulierten Regen und Ja. alles ist wunderbar. Ne? Einmal den Baum einpflanzen. Baum, genau. So, da können die halt wunderschön drin rumklettern, ne? Tropfen fangen sich da, Wasser halt abschleppern können, das mögen die halt auch, Tropfen. Aber zu trinken. Wasserschale ist trotzdem Wasserschale wichtig. mache ich immer noch mal rein, Ja. logisch. Ne? Es gibt auch mal ein paar wärmere Tage oder sowas. Oh, die steht wieder vor dem Bett. Dann habe ich hier einen Ast aus dem Garten hier genommen, der ist abgetrocknet schon. Ist schön mit dem Wunderschön, Moos und genau, ein so. bisschen Moos dran. Ich habe den schön abgeduscht, dass das soweit sauber ist. Den stellen wir jetzt einfach hier rein. Gucken, dass der nicht zu nah an der Scheibe ist. Wenn wir aufmachen, ne, dass die Tiere nicht direkt einem entgegenhüpfen oder sowas, was sie aber normalerweise ja auch nicht machen. Ist halt auch praktisch, weil dadurch, dass du ja die Sonne draußen nutzt, brauchst du ja keine Lichttechnik obendrauf. Genau, in dem Fall brauchen wir nichts. Ja. Das ist richtig. Aber dennoch, ein Hinweis, ganz, ganz wichtig ist, wir können die nicht
permanent der Sonne aussetzen. Das wird dann sonst auch für die zu heiß. Ne? Ich meine, sie haben hier ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten für Schatten und sowas, ne? Aber man muss schon darauf achten, dass sie auch ein bisschen natürlichen Schatten von draußen bekommen. Ne? Also ich stelle die auf die Terrasse, da habe ich auf alle Fälle die Morgensonne, was sie ganz, ganz toll finden zum Aufwärmen, zum Aktivwerden. Mittags kommt so ein bisschen was hin, aber so ein Pfeiler bei mir und so, das gibt so ein bisschen natürlichen Schatten, auch von dem Zaun, der außenrum ist, ein bisschen natürlichen Schatten. Dass er halt nicht da, ist kein Wüstentier, wo da permanent, wo es da Druck drauf ist und ständig Sonne, also das wäre dann zu viel des Guten. Hat ja nur begrenzte Möglichkeiten dann auszuweichen. Genau. Auszuweichen, genau, okay. Okay, drin sind sie. Und verpisst haben sie sich auch direkt erstmal. Ja, denen gefällt es halt. Die wollen uns nicht sehen. Das ganze Ding wandert jetzt einmal nach draußen auf die Terrasse. Genau. Wenn ihr Fragen zu so Außengehegen habt, schreibt ihr einfach drunter. Also da können wir bestimmt Antworten drauf finden. Und das Beste kommt ja jetzt erst, weil ihr könnt so ein Ding gewinnen. Richtig, sowas hier. Jawohl. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist einmal unter das Video zu schreiben, welche Tiere, Reptilien man in Deutschland draußen halten kann. Genau. Nicht unbedingt für den Winter, ist klar, aber was ist geeignet? Was kann man draußen alles bauen? Und dann könnt ihr das Open Air Vivarium Pro von Bro, das ist das Bro von Lucky Reptile gewinnen. Wir beide losen das nächste Mal aus. Sprich, wir sind nicht zum letzten Mal hier. Nein, Geil. wir haben noch ein bisschen was. Ihr habt ja noch Häuser voll mit Reptilien und Zeug. Und hier und da haben wir noch ein bisschen was. Ein bisschen was, Ja. okay, gut. Da kommt was auf uns zu. Lass uns die Dinger mal rausbringen.